miteinander. Mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Drawing Like a Sir. Heute zeige ich euch, wie man Saitama aus dem neuen Anime One Punch Man zeichnet. Also schnappt euch eure Copic-Marker und eure Stifte und wir legen los. Fangen wir mit Saitamas Kopf an. Und der Kopf ist natürlich zuallererst mal ein Kreis. Zu diesem Kreis zeichnen wir aber noch einen Strich dazu, gerade um uns später orientieren zu können, in welche Richtung Saitama schaut. Als nächstes zeichnen wir Saitamas Gesichtsform ein. Saitamas Gesichtsform ist unglaublich einfach, eigentlich der Standard schlechthin. Deswegen müsst ihr euch da nicht viel Mühe geben. Einfach nur 4 Striche zeichnen, viel mehr ist das nicht. Jetzt wird es schon etwas komplizierter. Wir zeichnen jetzt den Rest von Saitamas Körper nach und nach ein. Fangen wir zuallererst mit seinem Oberkörper und seinem linken Arm ein. Die zeichne ich erstmal in dieser typischen Stickman-Form. Das bedeutet nur aus Strichen und Bällen. Im nächsten Schritt kümmern wir uns nur um seine rechte Hand. Die rechte Hand zeichnen wir zuallererst mal mit seinen Knöcheln ein. Ihr wisst schon, die Knöchel, die so ziemlich jeder Finger hat. Zeichnen wir die Knöchel einfach mal rund ein und danach kümmern wir uns um den Rest von der Faust. Natürlich ist unten der Daumen und die 2 Striche, die symbolisieren einfach das Ende von den Fingern. Zeichnen wir die Finger jetzt nach und nach ein. Dazu müsst ihr sagen, ihr müsst euch da nicht so viel Mühe geben, einfach nur viereckige Finger einzeichnen. Die könnt ihr mit Strichen trennen und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir nach und nach so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also sprich, wir können den Rest vom Daumen einzeichnen. Die Faust lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Kümmern wir uns um den Rest von Saitamas Körper. Dazu machen wir erstmal mit seinem Oberkörper weiter. Den tun wir einfach nur ganz grob einzeichnen. Jetzt kommt Saitamas linker Arm an die Reihe. Den zeichnen wir als muskulöser. Wenn ihr euch mit Muskelaufbau nicht auskennt, dann widmet euch einfach an der Anatomie von meiner Zeichnung hier. Die Faust zeichnen wir noch nicht ein. Jetzt sind wir so ziemlich fertig mit dem Oberkörper. Die Hilfslinien im Oberkörper könnt ihr also ausradieren, so wie ich hier. Danach können wir mit seinem Becken und seinen Knien weitermachen. Die zeichnen wir als Dreieck und als 2 Kreise ein. Macht Sinn, oder? Machen wir mit den Beinen weiter. Sein linkes Bein ist natürlich sehr viel größer, weil es perspektivisch gesehen näher an der Kamera ist als sein rechtes. Nun können wir den Rest von seinen Beinen zeichnen. Aber das ist hier nicht der Fokus, denn wir konzentrieren uns jetzt zuallererst mal auf seine linke Hand. Die müssen wir nämlich auch noch fertig zeichnen und die beginnen wir, so wie bei seiner rechten Hand, einfach mal mit ganz groben Formen. Jetzt zeichnen wir wieder die einzelnen Finger ein. Soweit ist es eigentlich nichts Neues, es ist genau das gleiche wie bei der rechten Hand. Radiert also noch die Hilfslinien aus und wir sind fertig mit dem groben Aufbau von unserem Saitama. Als nächstes machen wir mal das Wichtigste von allem und das wäre sein Gesicht. In seinem Gesicht bräuchten wir jetzt noch eine Hilfslinie, die die Augen markiert. Das wäre diese horizontale. Bei seinem Gesicht fangen wir doch einfach mal mit den Augen an. Die Augen sind, so wie auch seine Gesichtsform, ganz normales Standard-Anime-Zeug. Und aus diesem Grund zeichnen wir sie einfach mal zuerst dreieckig ein. Es folgen Augenbrauen, Pupillen und Nase. Soweit auch nichts wirklich Schwieriges. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die Pupillen jetzt komplett schwarz lasst oder einfach nur später ausmalt. Und darauf folgen noch sein Mund und ein paar kleine Falten im Gesicht. Nun legen wir den Feinstift bei seiner rechten Hand an. Hierbei müsstet ihr eigentlich gar nicht mal so viel machen. Einfach nur ein paar Hilfslinien ausradieren und die Knöchel ein bisschen detaillierter zeichnen. Wirklich nichts Schweres. Nachdem wir noch ein paar kleine Falten und Schattierungen in seine rechte Faust eingefügt haben, können wir jetzt wirklich schon mit seiner Kleidung weitermachen. Und ich würde mal sagen, wir fangen zuallererst mal mit dem ikonischen Cape an. Und zwar mit den Knöpfen, die das Cape festhalten. Diese sitzen jeweils auf seiner Schulter. Die Knöpfe können wir jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schattieren und noch ein paar kleine Falten ins Cape einfügen und dann können wir erst mit dem großen Teil vom Cape weitermachen. Und der große Teil vom Cape, den tue ich erstmal grob einzeichnen, bevor ich dann einzelne Falten jeweils an den einzelnen Stellen hinzufüge. Saitamas Outfit an sich ist gar nicht mal so schwer. Es besteht nur aus dem Reißverschluss an seinem Hals, seinen beiden Handschuhen, seinen beiden Stiefeln und einem Gürtel. Mehr müsst ihr da eigentlich nicht anzeichnen. Der Rest ist eigentlich alles nur mehr oder weniger Falten mit reinbringen. Und wenn ihr euch mit Falten noch nicht sicher seid, dann zeichnet einfach die ab, die ich hier an meinem Bild habe. Es ist eine kleine Übung für Anfänger. Glaubt's oder glaubt's nicht, aber wir sind fertig, was das Zeichnen angeht. Was jetzt noch fehlt, ist unser Bild mit Tusche oder beispielsweise mit einem Fineliner nachzugehen und danach noch zu kolorieren. Wenn ihr den Schritt noch im Genaueren sehen wollt, dann könnt ihr hier auf dieses Video klicken, dort gehe ich alles nochmal komplett nach. Ist nicht wirklich so spannend, ich rede ein bisschen dazu, allerdings, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr euch das Ganze gerne mal geben. Jetzt kommt der Schritt, auf den wir alle gewartet haben. Und das wäre die Koloration. Also, legen wir los.
Der erste Copic-Marker, den wir zum Kolorieren brauchen, das wäre R20. Das ist ein heller Rosaton, den wir eigentlich nur für die Highlights an seinen Stiefeln und an seinen Handschuhen brauchen werden. Als nächstes gehen wir mit einer ganz normalen Rot nochmal die Handschuhe und die Stiefel nach. Lasst dabei ein bisschen Freiraum, dass die Rosa noch durchschimmern kann. Und wenn ihr die ganzen Sachen grundiert habt, dann können wir nochmal mit einer etwas dunkleren Rot die ganzen Sachen schattieren. Achtet dabei darauf, dass ihr nur die dunklen Stellen damit anmalt. Als nächstes kümmern wir uns um Saitamas Cape. Das könnt ihr mit verschiedenen Graustufen anmalen. Ich habe jetzt hier eine Mischung aus C3 und C1 benutzt. Ihr könnt natürlich die Graustifte nehmen, die ihr bei euch daheim habt. Nun geht's mit Saitamas Gesicht weiter. Das grundiere ich zuallererst mal mit E50 und gehe die dunklen Stellen nochmal mit E70 nach. Dabei müsste ich aber erwähnen, dass ihr oben noch vielleicht diesen kleinen Glanzpunkt freilassen würdet, gerade so, dass das Ganze ein bisschen mehr Pep bekommt. Nun fehlen noch Saitamas Augenbrauen und seine Pupillen. Die könnt ihr entweder komplett schwarz lassen oder mit braun anmalen. Ich habe mich jetzt einfach hier für braun entschieden. Offensichtlich fehlt noch Saitamas gelber Jumpsuit. Den müsst ihr, wie gerade gesagt, komplett gelb anmalen. Und dann geht ihr mit derselben oder vielleicht sogar mit einer etwas dunkleren Gelb nochmal die dunklen Stellen nach. Und der Jumpsuit ist fertig. Alles, was jetzt noch fehlt, ist, Saitamas Gürtel zu grundieren und dann noch später mit einer dunkleren Braun nachzugehen. Und voilà, ihr seid fertig. Und hier hätten wir das fertige Ergebnis von unserer Zeichnung von Saitama. Ich hoffe natürlich, ihr seid zufrieden mit eurer Zeichnung. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über einen Kommentar und auch über einen Daumen nach oben freuen. Soweit hoffe ich natürlich, dass ich euch helfen konnte. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video, Tutorial oder Artist Opinion hier auf Drawing Like a Sir. Bis dann, ciao.